Hey, ich bin Alex Albrecht und hier für geekhate.com. Das ist ja der Wahnsinn. Dan Trachtenberg, heilige Handgranaten. Wie geht es dir, Kumpel? Wie geht es dir? Willkommen zurück in Los Angeles. Danke. Wie geht es dir? Wie war's? Wie war das Reisen? Es war gut. Und ich bin sehr glücklich, wieder hier bei dir zu sein. Oh mein Gott, das ist ja süß. Wir haben vor langer Zeit über Killer of Killers gesprochen. Falls jemand dieses witzige Gespräch vielleicht mitbekommen hat. Ja. Du hast jetzt Prey, Killer of Killers und jetzt Predator Badlands gemacht. Das waren 3. Was bringt dich immer wieder zu diesem Titel zurück? Ich muss sagen, es ist selten, dass etwas so tief in der Franchise verwurzelt ist, dass es die Flexibilität des Geschichtenerzählens ermöglicht. Ich denke, das Besondere am ursprünglichen Predator war einerseits, dass es eine tolle Kombination von Genres war. Ja. Begann als Arnold Schwarzenegger Militär-Actionfilm und wurde dann ein Horrorfilm, ein Slasherfilm und dann natürlich Science-Fiction. Und die Kreatur darin hatte einen Code, hatte eine Kultur, einen Code, der er hat. Und alles andere zu dieser Zeit, von Freddy bis Jason und Michael Myers, das waren einfach nur zerstörerische Kräfte. Der Predator war intelligent, er hatte Fähigkeiten und er kämpfte mit Ehre. Und er kämpfte wirklich, um herauszufinden, wer seiner würdig war. Der Feind des Films versucht also, den würdigsten Gegner zu finden. Dadurch kann ein Film der Reihe thematisch orientiert sein. Die Geschichte handelt von denen von uns, die sich selbst als Krieger sehen, die versuchen, sich selbst als würdig zu erachten und auch von dieser einzigartigen Mischung aus Action und Science Fiction. Also, ja. Und die verrückte Kombination von Genres. Also, ich meine, sieh mal, viele Genres, nicht wahr? Als ob es ein Film wäre. Wir haben Western, du hast Conan. Ein bisschen wie Shadow of the Colossus. Meine, es gibt definitiv eine Chewbacca C3PO-Stimmung in jeder Minute. Es ist schwer, diese Genrekonzepte beizubehalten, ohne den roten Faden zu verlieren, der einen Predator-Film zu einem Predator-Film macht. Nein, denn das war von an da. Die Tatsache, dass es so. Und das war damals überraschend. Es war überraschend, das zu sehen. Wenn wir genau diese Mischung immer wieder machen würden, würde ich den Leuten nicht das geben, was wir daran lieben, nämlich dass wir von der Richtung, in die sich der Film entwickelt, so überrascht werden. Und Badlands schlägt bei jedem Schritt eine verrückte Richtung ein. Es ist nicht nur so, dass der Predator Protagonist ist. Das ist nicht die einzigartige Qualität des Films. Der Film hält noch einige andere Überraschungen für das Publikum bereit. Ja, und die Leute haben gesagt, dass dieser Film die ganze Philosophie, dass der Predator der Jäger ist und in diesem Film die Beute auf den Kopf stellt. Auf den Kopf. Woher kam diese Idee? Gab es da so etwas wie den Gedanken, weißt du was? Vielleicht sollte der Predator auf den Fersen sein. Es war die Vorstellung, dass die Fans große Welle der Begeisterung dafür hatten. Warum verliert der Predator immer? Er geht zur Erde und er kriegt jedes Mal den Arsch versohlt. Angeblich sind wir weniger Predators als Predators bei Alba. Ja, und trotzdem kriegt er irgendwie den Arsch versohlt. Ich habe wirklich versucht, mir einen Film auszudenken, in dem der Predator gewinnt, aber überhaupt nicht mit dem Ziel, einen Slasher-Film zu machen, in dem am Ende einfach der Bösewicht gewinnt. Wirklich, dann habe ich versucht, mir zu überlegen, wie wir das Monster anfeuern und es durch eine eigene Herausforderung schicken können, um ein großes, verrücktes Abenteuer zu schaffen, in dem der Predator im Mittelpunkt steht. Das ist etwas, das nicht nur für das Predator-Franchise neu ist, sondern für die gesamte Science-Fiction. Wir haben uns in Kreaturen als Sidekicks oder Monster als Bösewichte verliebt. Und noch nie haben wir einen Film gesehen, in dem sie wirklich die Hauptrolle spielen. Ja. Und zu diesem Zweck wolltest du unbedingt mehr von der Kultur des Predators, auch bekannt als Yautja, wie sie sagen, einbringen. Ja. Ich möchte dieses Wort gleich noch etwas genauer ansprechen. Aber du hast eine Sprache erfunden. Wurde diese Sprache für Killer of Killers erfunden? Denn ich weiß, dass in Killer of Killers 4 Yautja gesprochen wurde. Vielleicht hast du auch ein bisschen davon gesprochen. Ein paar davon, das lief auf dem, ich hätte das nicht tun sollen. Die Live-Leute werden schreiben. Du denkst dir dann, du hast es doch gerade auf Klingonisch gesagt. Aber hast du? Ich bin so beeindruckt.
Das war untertitelt. Hast du die gesamte Sprache für Kill of Killers ausgearbeitet oder wurde sie für diesen Film nur teilweise ausgearbeitet und dann für diesen Film richtig vertieft oder ist einfach alles auf einmal entstanden? Kill of Killers zur gleichen Zeit wie Badlands gedreht wurde, haben wir Badlands gedreht. Vielleicht waren wir schon zurück in der Postproduktion, als wir zu den Momenten von Killer of Killers kamen, in denen wir die Yautja-Sprache brauchten. Großbritannien hatte also bereits für Badlands angegriffen. Und dann haben wir Films hat sich auf diese wenigen Momente in Kill of Killers konzentriert, in denen sowohl gesprochene als auch geschriebene Sprache benötigt wurde. Und wir sollten einfach mal sagen, für die Leute da draußen, es gab mal ein Wort, es gab mal eine Zeit, da könnte der Filmtitel das Wort Yautja enthalten haben. Der Film sollte eigentlich Yautja heißen, das Paar. Und wir haben mit ein paar Freunden von uns zusammengearbeitet und ich habe euch gesagt, dass ich den Film Yautja nennen möchte. Und ihr habt mir alle ins Gesicht gelacht. Das ist doch lächerlich. Ja. Und ich glaube, das ganze Wochenende haben wir nur gesagt, Yautja. Richtig. Das ganze Wochenende. Ich muss sagen, ich tue es. Es spricht für dich, dass... Der Film nicht Yautja heißt? Und Badlands ist ein toller Name. Aber wenn ich Killer of Killers hätte ich damals nicht so auf den Film reagiert. Naja, vielleicht. Naja, das ist ein... Badlands 2, Yautja. Du, als du gerade den Titel von Badlands gelobt hast, weißt du, woher ich diesen Titel habe? Nein. Weil ich dachte, er würde Yautja heißen, also braucht ihr einen Codenamen für den Film. Ich habe auf meinen Monitor geschaut und mein Blizzard Launcher war aktiv und unser Freund Reza war in Badlands. Oh mein Gott. Wow. Und dann dachte ich mir, Badlands ist ein cooler Titel. Das ist sozusagen der vorläufige Titel. Mein Gott. Und dann war unser tatsächlicher Codename während der Dreharbeit auch gesagt. Das macht Sinn. Das macht Sinn, wenn man den filmt. Ja, der andere war Lagerhaus, was ich dachte, was ist das? Das ergibt keinen Sinn. Und dann ich meine, du kennst die Spoilerwörter, wenn du sie alle siehst. Ja. Okay, bevor wir gehen. Ich hatte einen Riesenspaß, dir bei Predator Killer of Killers zu helfen. Das hat so viel Spaß. Am aufregendsten war es, aus dem Heck eines Flugzeugs aus dem Ersten Weltkrieg gerissen zu werden und wie verrückt zu schreien. Und wie... Mir wurde gesagt, dass es in Badlands vielleicht ein kleines Audio-Easter Egg geben könnte. Darauf freue ich mich. Ein Schrei ist, ich meine, im Leben. Ich habe in der Vergangenheit viele Horrorspiele gespielt und so weiter. Leider. Schreie sind urkomisch. Danke. Und in Killer of Killers war es schrecklich und urkomisch. Und es gibt eine Kreatur in Badlands, die wir unbedingt verrückt klingen lassen mussten. Und dein Lachen trägt maßgeblich dazu bei, dass diese Kreatur brüllt. Es ist keine große Kreatur. Es sind kleine Kreaturen, nur so nebenbei, mit einem lauten Brüllen. Oh mein Gott, ich liebe es. Und das ist ziemlich großartig. Übrigens traf ich Vater unten im Krankenhaus. Oh Gott. Aktiv, aggressiv, ängstlich. Es war zwar schockierend. Ich dachte mir, oh, was meinst du? Er sagte, hey, wir spielen. Und ich dachte mir, es gibt da so einen, natürlichen kindlichen Instinkt in dir, wenn du etwas so Imposantes siehst. Ich erinnere mich, dass ich das dachte, als wir den ersten Predator im Kostüm im Prey sahen, bevor wir damit drehten. Und man kann einfach nicht anders, als ein bisschen zu denken, oh, ich bin ein bisschen... Ja, besorgt. Ja, besorgt. In Ordnung. Vielen Dank für deine Zeit. Ich weiß, dass du schätzen, mein Freund. Danke. Umarmungen für alle. Danke, Leute.